Ja, moin zusammen. Willkommen zu einem weiteren News-Video. Heute wieder mal mit einem nicht so erfreulichen Thema, und zwar anlasslose Massenüberwachung. Danke Großbritannien, denn die sind da große Verfechter dafür, wie wir hier sehen können. In Großbritannien wird tatsächlich angenommen, dass man diese anlasslose Massenüberwachung für die nationale Sicherheit braucht, also zwingend braucht. Man kann gar nicht anders sozusagen, ansonsten sei der Staat oder sei die Bevölkerung eben nicht sicher und der Staat nicht in der Lage, die Bevölkerung zu schützen. Keine Ahnung, wo diese Panikmache herkommt. Ich weiß nicht, uns geht es, glaube ich, so gut, wie es uns eigentlich noch nie ging. Aber die Massenüberwachung ist jetzt nicht unbedingt, zumindest habe ich jetzt davon noch nicht wirklich was mitbekommen, dass die so große Dienste dafür leistet. Aber das sei mal dahergestellt, da fallen euch wahrscheinlich bessere Quellen noch ein. Wir wollen allerdings mal einen Blick auf die neueste Entwicklung werfen. Denn ja, kleiner geschichtlicher Hintergrund, 2016 gab es ein Gesetz oder ein Grundsatzentscheid, eigentlich kein Gesetz, ein Grundsatzentscheid zur Vorratsdatenspeicherung. Denn damals wurde tatsächlich festgestellt, dass es illegal ist, wenn man seine Bevölkerung anlasslos überwacht. Das wurde tatsächlich dann auch so festgehalten, vor allem weil Schweden und Großbritannien hier gemeint haben, sie müssen alle komplett überwachen. Und ja, dann hat es tatsächlich zu interessanten Auswirkungen geführt. Zum Beispiel dadurch, dass jetzt nicht mehr die eigene Bevölkerung überwacht werden durfte, ja, wurde nun ja ein Filter installiert. Diese Filter, die habt ihr vielleicht schon mal öfters gehört, diese Filter versuchen dann rauszufinden, von wo der Traffic kommt, und naja, alle, die nicht eigene Bevölkerung sind, werden dann überwacht, und zum Beispiel dann kann Großbritannien den ganzen Traffic, oder USA zum Beispiel, kann den ganzen Traffic von deutschen Bürgern überwachen, und Deutschland überwacht dann halt einfach die amerikanischen Bürger, und dann wird ausgetauscht, weil das ist ja noch nicht verboten, ne? Also so ein kleines bisschen Hintertürchen im Gesetz gefunden. Ziemlich dreist, wenn ihr mich fragt, aber so wurde das tatsächlich gemacht, und jetzt aktuell laufen auch wieder Verfahren gegen diese Vorratsdatenspeicherung. Der neueste Trick ist jetzt, dass tatsächlich Widerspruch eingelegt wurde beim EuGH gegen diese Vorratsdatenspeicherung sei illegal, und zwar speziell für den Anwendungsfall, dass Geheimdienste unsere Daten sammeln und eben nicht normale Privatunternehmen. Das heißt, es sei okay, laut E-Privacy-Richtlinie, dass man massenhaft überwacht, einfach, also wirklich eine Massenüberwachung aufbaut, wenn nur die staatlichen Organisationen, also zum Beispiel BND oder sowas, eure Daten dann haben. Ja, das ist jetzt gerade ein Verfahren, das beim EuGH läuft, also dem Europäischen Gerichtshof, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Und ich bin gespannt auf das Urteil. Ich habe aber auch ein kleines bisschen Angst, aber der EuGH ist eigentlich tatsächlich meistens gar nicht so doof, zumindest was ich so mitbekommen habe. Was allerdings dem Ganzen noch ein bisschen Würze vermittelt, ist folgendes Szenario. Und zwar, gerade vor ein paar Tagen oder Wochen habe ich einen Artikel gefunden, beziehungsweise ging auch durch die Medien eigentlich durch, und zwar der Crypto Leak. Ja, Crypto AG ist eine Schweizer Firma, beziehungsweise man dachte, es sei ein Schweizer Unternehmen. Und dieses Unternehmen wurde 1970 von der CIA und vom BND unter Decknamen gekauft. Niemand wusste davon. Eigentlich dachte jeder, das sei immer noch ein Schweizer Unternehmen, aber es wurde damals an beide also CIA und BND, zu gleichen Teilen für insgesamt 8,5 Millionen Dollar verkauft. Und diese Crypto AG ist tatsächlich zumindest damals der Weltmarktführer gewesen, um Kommunikation zu verschlüsseln, ja. Das heißt, ihr könnt euch denken, was man damit gemacht hat. Man hat natürlich Hintertürchen eingebaut in die Software, die von Crypto AG hergestellt wurde. Niemand wusste davon, auch bei Crypto AG nicht. Da wussten es genau 2 Mitarbeiter, nämlich wahrscheinlich die in den Verkauf eingeweiht waren. So, und ja, das Problem ist natürlich, diese Hintertürchen sind dann zum Beispiel bei Siemens gelandet, und ich könnte mir vorstellen, dass sie auch noch bei sehr, sehr vielen anderen gelandet sind, und dadurch hat man natürlich überall Hintertürchen drin. Das heißt, man konnte einfach ohne Probleme nicht lesbare Nachrichten komplett entschlüsseln. Jetzt kann man sich vielleicht ein Bild daraus machen, zu wie viel oder wie weit eigentlich der BND und die CIA gehen, wenn sie tatsächlich von anlassloser Massenüberwachung reden, beziehungsweise wenn die Bevölkerung davon redet. Das ist wirklich nicht mehr okay, meiner Meinung nach. Geht definitiv zu weit und dient auch nicht dem Schutz der Bevölkerung, sondern dient eigentlich mehr dazu, die Bevölkerung zu verarschen. Denn es ist gerichtlich beschlossen worden, dass das nicht in Ordnung ist, wenn man die Bevölkerung überwacht.
Und hier haben wir einfach ein eindeutiges Beispiel, wie das eben doch passiert. Und ich will gar nicht wissen, oder vielleicht will ich es eigentlich doch wissen, was dann noch im Hintergrund alles läuft. Ja, Staatstrojaner, das Thema hatten wir ja auch schon, da könnt ihr einfach mal meine News-Playlist durchgucken. Ich will jetzt hier nur noch einen weiteren Gedanken euch mitgeben. Und zwar der SD, ja, jetzt komme ich auch mit der Dritten Reich-Keule, ja. Der SD damals hat auch versucht, das Spitzelnetzwerk so weit wie möglich aufzubauen, ja, und dadurch zum Beispiel Minderheiten zu finden und die dann systematisch zu verraten und in Konzentrationslager einzuliefern, ja. Das heißt, die haben geguckt, ist vielleicht jemand im Geheimen Jude und haben den dann eben auch einliefern lassen. So, jetzt will ich euch mal ganz kurz einfach nur den Gedanken mitgeben, wie oder was wäre damals passiert, wenn damals schon so ein perfekter Überwachungsapparat laufen würde wie heute? Was wäre damals passiert? Hätten wir dann wirklich alle überlebt? Hätte vielleicht der Nationalsozialismus sogar irgendwas gewonnen, also quasi im Sinne von den Krieg gewonnen und wäre jetzt immer noch an der Macht? Überlegt euch mal nur dieses Szenario, wenn die Massenüberwachung damals schon da war. Ja? Überwachung ist nicht immer zur Sicherheit der Bevölkerung. Überwachung kann auch gegen die Bevölkerung verwendet werden. Nur mal so das hier als Beispiel. Ja? Und dann überlegt ihr euch, welche Parteien gerade im Aufmarsch sind. So, die Extremistischen, die haben tatsächlich ein sehr hohes Interesse an Massenüberwachung. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das auch nur zum Sinne oder zum Schutz der Bevölkerung kann man nicht unbedingt gutheißen. Man sieht, was damit alles möglich wäre, glaube ich. Und darauf habe ich definitiv keine Lust. So, ja, diskutiert ganz gerne in den Kommentaren darüber und schreibt einfach mal eurem Abgeordneten, und ja, meine E-Mail ist auch schon raus, schreibt einfach mal, dass das einfach nicht geht und dass man da was dagegen machen soll. Gut, ich wünsche euch mal wieder was, hoffentlich demnächst mit nochmal erfreulicheren Themen, ich glaube aber allerdings schon. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Wie gesagt, hoffentlich was anderes. Bis dann, ciao.